Hi, hier ist mal wieder Henry und heute bin ich hier mit dem Korg King Korg. Nicht King Kong, sondern King Korg. Auch wenn hier das Empire State Building abgebildet ist, fragt man sich, wer der Affe ist. Vielleicht der Keyboarder. Spaß beiseite. Also es ist ein tolles Gerät, das sehr viele Klanggestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Manche Leute haben es so ein bisschen als VST in a Box verschrien, also sprich als digitalen Synthesizer, aber durch seine Vakuumtube kriegt er einen recht warmen analogen Sound hin. Korg setzt hier eine XMT-Technologie ein, das ist deren Pendant, wenn man so will, zu Analog Behavior Modeling, wie es bei Roland heißt. Neben diesen analogen Sounds bietet der auch digitale Wellenform, sowohl einmal als DWGS-Wellenform als auch als PCM-Sample-Wellenform, und man kann diese eben auf die 3 Oszillatoren legen und auch noch, es gibt die Layering-Option, wo man dann 2 Sounds komplett übereinander legt. Das heißt, man könnte im Prinzip mit einem Tastendruck 6 Oszillatoren erklingen lassen und damit recht komplexe und volle Sounds kreieren. Er hat, glaube ich, 18 Filtermodelle eingebaut, die wir uns gleich im Detail anschauen. Also man merkt schon, es ist ein Synthesizer mit sehr vielen Möglichkeiten. Anschlussmöglichkeiten sind Standard. Wir haben große Klinke Ausgang für den Sound, Switch und Fußpedal und ein Dämpferpedal, also 2 Pedalmöglichkeiten. Dann ein CV-Gate-Out Ausgang, das ist auch kleine Klinke, ursprünglich mal gedacht für den Korg Monotribe. Er hat MIDI in und out und USB MIDI in und out. Und dann gibt es natürlich noch einen Kopfhörerausgang, und was schön ist, der Kopfhörerausgang ist vorne dran. Das heißt, man muss nicht hinten mit dem Kabel rumfummeln. Leider hat er keinen eigenen Lautstärkeregler, das heißt, man muss den Hauptlautstärkeregler dann verwenden für seine Kopfhörer. Aber das ist im Prinzip der Synthesizer. Hier vorne Joystick, kein Mod-Wheel, aber eben die Pitchbend-Funktion auf der X-Achse und dann belegbare andere Funktionen auf die Y-Achsen, also sowohl positiv als auch negativ. Man kann die Oktavenzahl hier hoch und runter schalten. Das ist so in etwa der grobe Aufbau des Gerätes. Aber wie im Detail die einzelnen Funktionen funktionieren, das möchten wir uns jetzt in diesem Video einmal anschauen. Ja, Korg hat ja ein bisschen Häme einstecken müssen für den Aufbau dieses Synthesizers. Aber mein Gott, man findet sich an sich recht einfach zurecht. Hier ist die Oszillator-Sektion, gefolgt vom Filter, dann die Envelope Generators, sage ich mal hier so L-förmig, und oben rechts die beiden LFOs. Die Effekte sind interessanterweise hier auf der linken Seite angebracht. Normalerweise ist es eigentlich irgendwie andersrum. Also hätte das im Prinzip hier hin gemusst und das hier hin und niemand hätte gemeckert. Weil Korg das aber so gemacht hat, gab es im Internet damals etwas Kritik. Wenn ich einen initialisierten Sound erzeugen möchte bei dem Gerät, gehe ich hier mit dem Page-Regler bis zu den U's. Wo sind denn die U's? Also hier habe ich die Utilities und hier gehe ich auf U01 Initialized Program. Einmal drücken, einmal OK, und ich werde begrüßt von einem initialisierten Patch. Das ist in dem Fall die Sägezahnwelle. Ich habe hier um die 25 analoge Wellenformen drin in dem Gerät. Warum so viele? Das Gerät hat im Prinzip die Sägezahnwelle, die rechteckige Welle, die Triangel und die Sinuswelle, und das Ganze dann im Prinzip mal 4 oder 5 oder 6, nämlich einmal, das White Noise habe ich vergessen, also die 4 verschiedene Geräusch-Oszillatoren. So, und dann kommt es. Jetzt habe ich die doppelte Sägezahnwelle. Also wenn ich so Rave-Sounds machen möchte, brauche ich die Super Saw, wie man sie bei Roland nennt, nicht lange suchen, sondern sie versteckt sich hier unter der Bezeichnung Dual Saw. Nicht die dann hier mit dem Oszillator, Detune-Knopf noch detune, bin ich recht schnell bei einem fetten Sound. Ich kann das Ganze auch noch mit Unisono einstellen und schon habe ich so einen Rave-Sound.
Das Ganze gibt es für Square, für Triangel und für die Sinuskurve. Das sind diese verdoppelten Wellenformen. Dann Unisono brauche ich gar nicht groß über den Knopf. Ich habe es gleich als Wellenform und das Ganze auch wieder mal 4, nämlich in den üblichen verdächtigen rechteckig, Triangel und Sinuskurve. Dann Ganze mit einem Oszillator-Synchronisationssound auch wieder 4-mal. Dann Ring-Oszillationssound, Cross-Modulationssound und dann geht es weiter mit variable Pulsweitenmodulation. Da verhält sich dann meines Erachtens der Regler hier ein bisschen wie ein, das ist praktisch Operator und Modulator oder wie das heißt bei der FM-Synthese. Also das Ganze ist im Prinzip eine FM-Synthese und basiert dann auch auf Sawtooth, rechteckig, Triangel und Sinuskurve, wobei die Sinuskurve ja eigentlich die ursprüngliche FM. Schon fast ein bisschen wie ein E-Piano. Also es ist nicht 100% das gleiche wie FM-Synthese, aber ihr seht, dass ihr mit dieser Kontrollfunktion und dieser variablen Pulsweitenmodulationswelle die Wellenform massiv verändern könnt. Wenn ich jetzt hier ein Oszilloskop hätte, dann könnte ich euch das besser zeigen. Wer zu Hause ein Monolog oder ein Minilog hat, der könnte ja zum Beispiel über den Audioausgang des King Korg in den Minilog oder Monolog reingehen und das Oszilloskop des Monologs verwenden und sich das Ganze mal anschauen. Wir machen hier in der Zwischenzeit erstmal weiter. Jetzt kommen diese digitalen Wellenformen, die hier weiterhin eingebaut sind. Das sind so um die 60 Stück oder 63 oder 64, die Korg hier reingebaut hat. Das ist ein bisschen wie Wavetable. Oder wie Sample, ja, ist also digitale Wellenform, wo man schon auch so ein bisschen eigentlich vom Grundsound, da ist ja jetzt noch keine Modulation, kein Filter, kein nix drauf, aber man kann sich schon gut vorstellen, wofür die gedacht sind. Also das hat ein bisschen was von der Orgel hier. Es gibt aber auch nochmal dedizierte Orgel-Samples / Wavetables. Clavinova, Gitarre, E-Bass. Und da versteht man auch schon ein bisschen, was eigentlich der Sinn und Zweck von dem King Korg ist. Mit seinen 3 Oszillatoren, die ich übereinander lagern kann und das Ganze mal 2, denn es gibt ja ein Timbre A und ein B, wo ich das Ganze auch noch layern kann ich im Prinzip digitale Wellenformen mit virtuell analogen Wellenformen und wie wir gleich sehen werden, auch noch PCM-Sample-Wellenformen wirklich sehr, sehr komplexe Soundlayers erzeugen. Hier haben wir jetzt dann ab der 97 die PCM Wave Sample. Einmal ein Klaviersample. Ist jetzt nicht super hochwertig, aber brauchbar. Wurlitzer. Klingt ganz nett. Nochmal Clavinova. Dann nochmal Orgel, aber diesmal als PCM-Sample, die M1-Orgel. Für so frühe Dance-Songs war die ja, also diese Sounds kennt man ja vielleicht noch aus der Jugend. Dann haben wir Bell Sounds, Flöte, Brass.
Klingt fast schon wie so ein Casio-Keyboard. Chor. Stellt euch das jetzt aber nicht einzeln vor, sondern in einer Layer und dann noch durch den Filter. Dann wird das Ganze schon sehr brauchbar. Das soll eine E-Gitarre sein. Ein akustischer Bass. Ein E-Bass. Hier kann man übrigens die Oktave hoch und runter schalten. Ich verdecke hier, glaube ich, die ganze Zeit das Display. Also nochmal E-Bass und schließlich ab der 127 den Mikrofoneingang, denn das Gerät kommt mit einem Vocoder daher. Und das sind also 127 verschiedene Wellenformen inklusive der eigenen Stimme, die man dann auf einen der 3 Oszillatoren, beziehungsweise wenn man es layert, mal 2 legen kann. Interessant ist eben dieser Control-Regler, der da unten drunter sich versteckt, genau unter dem Display, weil ich mit dem zusätzliche weitere Modulationsmöglichkeiten des Oszillators in seiner Rohform habe. Wenn ich hier zum Beispiel auf die Sägezahn, oder hier steht schon richtig, nicht Sägezahn, auf die rechteckige Welle und hier steht auch schon richtig Pulswelle, dann kann ich ähnlich wie mit dem Shape-Regler beim Minilogue, wie gesagt, hier durch die Pulsweiten oder die Pulsweite modulieren dieser Square Wave, der rechteckigen Welle. Sowas in der Art. Funktioniert auch bei der Sägezahn und wir haben gemerkt, es ging irgendwie auch fast eine Oktave höher. Also es scheint so zu sein, als würde da nochmal eine zweite Sägezahnwelle reinkommen, die irgendwie eins höher liegt. Und ich kann diesen Kontrollregler ja auch modulieren, entweder vom PC aus oder mit dem LFO, also insofern nicht verkehrt. Und wenn ich jetzt mich entscheide, 3 Sounds miteinander zu layern, ich mache das Ganze jetzt mal auf die Schnelle. Ich nehme hier eine Pulsweite von 10 auf den Oszillator 1, mache beim Oszillator 2 auch eine Pulswelle ran und nehme vielleicht eine Pulsweite von 20 und detune den mal so ganz leicht. Dann nehme ich den Oszillator 3, mache den auch auf Pulsweite, gehe hier auf 39 meinetwegen und detune den ganz leicht nach unten. So, und wenn ich jetzt diese 3 Oszillatoren durch den Mixer jagen will und ein bisschen die Lautstärke verändern will, dann stelle ich fest, wo ist denn eigentlich der Mixer hin? Naja, nichts leichter als das. Ihr seht ja, dass hier unten Tune in Klammern Level steht. Und das bedeutet, dass mit der Shift-Funktion dieser Regler sich wie ein Level-Regler verhält. Und ich kann jetzt, indem ich hier drehe, beispielsweise den Oszillator 3 in seinem Level etwas leiser stellen. Mache ich meinetwegen mal die 90. Oder 89, soll von mir aus auch funktionieren. Und beim Oszillator 2 mache ich das gleiche, gehe ich auch so auf 86. Und jetzt ist sozusagen mein Oszillator 1, ist der Lead-Oszillator, der ist am lautesten. Und die anderen 2 wären meine, sage ich mal, Nebenoszillatoren. Ich könnte jetzt auch hingehen und den Oszillator 2 beispielsweise oder 3 als Suboszillator einstellen. Und mit dem Tuning zwei Oktaven drunter legen für einen etwas fetteren Sound. So, also das ist die Oszillatorsektion. Ich habe jetzt in dem Fall mal bewusst nur analoge Oszillatoren verwendet, weil es jetzt einfacher ist, da im Anschluss das Prinzip des Filters zu erklären. Also kommen wir als nächstes mal zur Filtersektion.
Ähnlich komplex und vielfältig wie gerade die Oszillator-Sektion ist auch der Filter bzw. die Filter. Der Korg King Korg hat einen Haufen eingebaute Filter. Also er hat hier, wie wir das mal jetzt eben sehen, 18 Filtermodelle eingebaut. Das sind erstmal die King Kong eigenen Low-Pass-Filter 1 und 2. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass eins 24 Dezibel und der andere 12 Dezibel ist. Dann hat er einen Moog-Filter, MG steht hier für Moog, ein Prophet 5 Filter, das Sequential Prophet 5, ein Oberheim-Filter, OB steht für Oberheim, das sind jetzt jeweils die Low-Pass-Filter. Dann hat er einen MS-20 Filter aus dem eigenen Hause Korg. Dann ein Acid-Filter, na wo kann der wohl her sein? Natürlich von der TB303. Dann einen High-Pass King Korg Filter, ein High-Pass Prophet Filter, ein High-Pass Oberheim Filter und ein High-Pass MS-20 Filter. Ein High-Pass Acid Filter. Dann gibt es einen Bandpass King Korg Filter, Bandpass Prophet 5 Filter, ein Bandpass Oberheim Filter. Das Ganze auch nochmal mit MS-20 und mit Acid. Schließlich dann ein Bandpass Filter Plus. Dann sind wir wieder beim King Korg. Also das sind diese verschiedenen Filtermodelle. Die Hüllkurvenintensität des Filters findet man hier unten drunter bei diesem Envelope Generator Intensity. Und ansonsten Cutoff und Resonance sind hier. Nehme ich jetzt den Bass-Sound oder diesen Sound, den wir gerade eben kreiert hatten, mit diesen 3 Pulswellen und gehe hier mal und mache den Filter zur Hälfte zu und wechsle jetzt aber man sieht, dass im Modell 2 etwas mehr Höhen durchkommen, woraus im Prinzip naheliegt oder woher naheliegt, dass der LPF King Korg 2 eben ein 12 dB Filter ist, während der LPF 1 King Korg ein 24 dB Filter ist. Mit halbvoller Resonanz klingt er sehr nett. Und wenn ich die Resonanz ganz aufmache, muss ich hier mal ein bisschen leiser machen. Dann kann ich nämlich hören, dass der Filter auch selbst oszilliert. Ich könnte den auch spielbar machen, indem ich die Keytrack auf hoch setze. Jetzt spiele ich im Prinzip die Filterresonanz. Das ist der eigentliche Sound. Und diese Obertöne, die da jetzt sind, sind die Resonanz des Filters, die man eben spielbar machen kann, indem man hier die Hüllkurvenintensität, indem man hier die Keytrack aktiviert des Filters. Man kann sie auch nur auf 50% einstellen. Ich mache sie jetzt hier mal so auf diese 1, was in etwa eine Einstellung von 50% entspricht, auf einem, sag ich mal, eher klassischen Synthesizer. Und was ich damit jetzt machen kann, ist, dass ein Ton, den ich weiter links auf der Tastatur spiele, den Filter etwas niedriger oder weniger weit öffnet als ein Ton, der rechts gespielt wird. Das bedeutet also, dass selbst bei fast geschlossenem Filter auch noch von den hohen Tönen etwas hörbar ist. Und das ist ja an sich keine schlechte Sache.
jetzt zum Beispiel hier Filter nur halb aufmachen. Hören wir jetzt hier noch was? Würde ich dagegen diese Keytrack ausstellen, zum Beispiel hier, da hören wir jetzt hier nichts mehr. Sound ist weg. Warum? Weil der Filter zu weit zu ist und diese hohen Töne durch den Low-Pass-Filter eben nicht mehr low passen. Und in dem Moment, wo ich aber diese Keytrack auf volle Pulle hochjage, höre ich was, weil eben der Filter jetzt das Keyboard trackt und hohe Töne noch etwas mehr durchlässt. So viel zum Keytrack. Der Filter hat ja so viele verschiedene Modelle und je nach Modell bekommt er auch einen anderen Charakter. Ich kann das Ganze hier mal so ein bisschen veranschaulichen. Das könnten wir wieder ein bisschen uns trauen, lauter zu machen. Ihr habt das Moog-Filtermodell gerade gehört. Jetzt hören wir uns das gleiche nochmal mit dem Prophet 5 Filtermodell an. Und da hört man, dass eigentlich schon früher Obertöne in den Sound reinkommen und der nicht irgendwie ein bisschen cremiger, während der Moog eben ein bisschen wärmer und dumpfer klingt. Und wenn wir dann den Oberheim-Filter, das ist also so ein SEM-Filter, wie man ihn aus den Oberheim-Geräten kennt, das ist ein State Variable Filter. Hat auch seinen eigenen Charme. Das heißt, in einem AB-Vergleich würdet ihr jetzt die Unterschiede wahrscheinlich noch etwas markanter hören und vielleicht auch mit einer anderen Wellenform mehr als jetzt bei der Pulswelle. Aber auf jeden Fall feine Sache, diese drei Modelle zu haben. Der MS-20 ist berühmt für seine Bissigkeit. Ich finde, man hört es auch ein bisschen. Also ich finde, der kann schon recht analog klingen. Also insbesondere wenn man ein bisschen mit dem Detuning arbeitet, der 3 Oszillatoren, was wir gemacht haben, dann hat es schon einen analogen Charakter. Aber nicht jeder Filter eignet sich für alles. Also ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt in Richtung eines Pad-Sounds gehen würde, nicht unbedingt zum MS-20 Filter greifen, sondern vielleicht eher zum Oberheim oder zum Prophet 5 Filter oder auch dem King Kong eigenen Filter. Also insofern, ich kann auch mal ein eigenes Video zum Sounddesign machen, aber also ihr müsst mir einfach mich beim Wort nehmen, die Filtermodelle hier sind echt klasse. Schon ein sehr, sehr schöner Sound jetzt hier. Hat schon was von der Orgel und das alles nur mit einem Oszillator, mit der Oszillatorsektion und der Filtersektion, noch ohne jegliche Effekte. Tja, und hier sind auch schon die beiden Envelope Generator. Es gibt einmal ein Envelope Generator 1 und einen Nummer 2. Leider teilen die sich dieselben 4 Attack, Decay, Sustain und Release Regler. Das heißt, es hat den Nachteil, dass ich immer wieder mir merken muss, welche Stellung die in etwa bei meinem Sound hatten. Ich bin jetzt hier in dem Fall auf der Filterkurve
mache die die Amplitude Sustain mal aus. Ich denke, ihr versteht, also die Decay bestimmt, wie schnell der Filter sich schließt, nachdem er seinen Höchstwert erreicht hat. Sustain würde jetzt bestimmen, bei welchem Wert er liegen bleibt, während er sich schließt. Und Release bestimmt, was passiert, wenn ich die Taste loslasse. Und Attack, wie lange es dauert, bis er seinen Spitzenwert erreicht. Und das ist im Prinzip auch schon alles, was es zur Filterhüllkurve zu sagen gibt. Ich kann hier eine Filter-Velocity-Intensität einstellen. Die ist in dem Fall jetzt bei 63. Das ist auch schon das Maximum. Das bedeutet, ein leichter Tastendruck lässt die Filterintensität nur leicht zuschlagen. Bei einem dollen ist also der Filter sehr weit geöffnet. Mir gefällt es so, wie es ist. Ich lasse es so und gehe jetzt auf die Amplitudenhüllkurve. Es kann ruhig so snappy bleiben, deswegen werde ich die Attack nicht verändern. Aber die Decay schon. Das gleiche nochmal für die Velocity, also die Velocity für die Amplitude. Und da muss ich sagen, fand ich jetzt den Wert von 63 fast etwas zu hoch. Da gehe ich mal auf die Hälfte runter, das wäre dann nach Adam Riese 32. Denn dieses Keypad hier, also die Tastatur, ist relativ leichtgängig und da finde ich so eine hohe Velocity-Intensität, also eine hohe Anschlagdynamik, dann doch etwas zu übertrieben, weil bei diesen leichtgängigen Tasten kriegst du es ja doch nicht so fein eingeregelt, dass jeder Tastendruck in etwa gleich laut ist. So, jetzt gefällt mir dieser Sound und das würde ich jetzt auch erstmal zu diesen beiden Envelope Generatoren hier sagen, zu diesen beiden Hüllkurven. Und wie man sieht, darüber befindet sich der LFO. Und zwar nicht nur einer, sondern zwei. Es gibt ein Filter-LFO und ein Pitch-LFO. Das sind auch die beiden einzigen Destinationen, die der im Prinzip anwählen kann. Was ist ein LFO? Das ist ein niedrig frequenter Oszillator und ein Filter-Oszillator dreht im Prinzip für uns jetzt hier am Cut-Off-Regler, ohne dass ich was machen soll. Und wie macht er das? Der macht das in der Intensität, die hier eingestellt ist, und in der Geschwindigkeit, die hier bei der Frequenz eingestellt ist. Das heißt, wenn ich einen Wobble-Bass machen will, könnte ich einen Wobble-Bass über diese Funktion der Filter oder des LFOs mit der Destination Filter einstellen. Man kann das Ganze auch mit dem Beat synchronisieren. Dazu müsste man dann mal ins Menü gehen. Ich werde das Menü später mal dediziert erklären. Insofern sei das an der Stelle jetzt erstmal alles.
Wenn ich einen flächigen Sound hätte, dann würde ich eher eine langsame Frequenz wählen. Würde ich das Ganze wirklich abstrus, crazy oder für einen Soundeffekt könnte ich auch eine ganz hohe. Jetzt ist die Wiederholungsrate dieses LSOs so schnell, dass es dieses Knarren und Knarzen in dem Sound ja, hervorruft. Kann man wollen. Passt aber nicht so zu meinem Sound. Deswegen mache ich jetzt diese Frequenz wieder langsamer und die Intensität. Für ein bisschen Abwechslung kann man das vielleicht auf so einen Wert von 20 stehen lassen. Und dann die Wiederholungsrate nicht allzu hoch. 20 fast noch zu viel, oder 12. Habe ich einen ganz netten Sound. Und jetzt könnte ich den Pitch LFO auch noch verwenden. Hört ihr, wie so ganz leicht ein Leiern in den Sound reingekommen ist? Das ist also die Tonhöhe, die jetzt ganz schnell, es ist, als würde jemand für uns ganz feine Mikrobewegungen hier mit dem Finger an diesem Tuning-Knopf machen, und zwar alle Oszillatoren gleichzeitig. Diese Aufgabe hat für uns der LFO jetzt übernommen. Und insofern, wir haben jetzt die Oszillatoren uns angeschaut, die Filtersektion, haben gelernt, mit dem Shift-Knopf im Prinzip den Mixer einzuregeln, den es ja so dediziert in dem Fall nicht gibt. Und wir haben uns mit den beiden Hüllkurven beschäftigt. Jetzt wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt, da auch mal ein paar Soundeffekte hinzuzufügen. Und zwar gibt es hier Pre-Effects, Mod-Effects und dann noch den Hallfilter, also den Hall- oder den Delay-Effekt. Pre-Effects wären also welche, die vor den beiden dann reinkommen, aber meines Erachtens trotzdem im Prinzip im Anschluss an alles, was wir hier gemacht haben. Weswegen es also die Kritik ist, warum diese Sektion nicht links ist und diese Sektion hier rechts, weil letzten Endes der Aufbau der Soundgeneration von hier von links nach rechts funktioniert und dann von links nach rechts nochmal hier. Aber sei es drum, möglicherweise glaubt Korg viele Linkshänder unter seinen Kunden zu haben, die dann immer rechts noch die Hand frei haben, um das Ganze rechts einzuregeln. Ich persönlich bin Rechtshänder, ich spiele lieber mit der rechten Hand und regel dann mit links am Sound ein. Und ich habe eigentlich schon eher das Gefühl, dass ich oft den Filter-Cutoff benutze und nicht so oft die Effekte. Von daher wäre es eigentlich ergonomischer gewesen, wenn der Cutoff sich mehr in diesem Bereich oder zumindest in der Mitte befunden hätte, als dass er jetzt direkt über meiner rechten Hand liegt und ich immer mit der linken darüber greifen muss. Das ist also eine ergonomisch etwas ungünstige Layout-Variante, aber genug gemeckert. Ich gehe jetzt mal in diese Pre-Effects-Sektion. Mit einem Knopfdruck auf diesen Knopf schalte ich die zu. Und wir merken, es leuchtet nur die Taste A, denn ich befinde mich ja immer nur in einer einzigen Layer. Also ich habe derzeit einen monotimbralen Sound. Und jetzt kann ich hier gehen auf zum Beispiel ein und habe ein E-Piano Amplifier dazugefügt. Ich finde, mein Sound hat ein bisschen was von einem E-Piano. Ich kann aber natürlich auch einen bösen Sound draus machen und hier mit diesem Bit Crusher arbeiten, der heißt hier Decimator. Kann man tolle Effekte auch mitmachen, passt jetzt aber nicht zu dem Sound, wo ich hin will.
Distorsion kann passen, passt aber auch nicht zu meinem Sound. Und die Ringmodulation passt auch nicht da, wo ich hin will. Also ich finde von den ganzen Pre-Effects, der EP-Amplifier, also der E-Piano-Amplifier, der gibt meinem Sound so ein bisschen analoge Wärme und das gefällt mir. Und dann gehe ich im Anschluss nach diesen Pre-Effects zu den Mod-Effects. Und bei diesem Mod-Effekt sehen wir schon, da gibt es dann nicht mehr bloß Drive oder Frequenz zur Auswahl, sondern Depth und Speed. Das heißt, ich habe noch einen zusätzlichen Encoder, mit dem ich irgendwas auslösen kann. Ich persönlich fände eigentlich ein Tremolo gar nicht so verkehrt oder ein Rotary-Effekt. Rotary-Effekte wären natürlich oft, das ist im Prinzip, dass der Lautsprecher auf einer Rolle ist und sich ständig dreht, wie man das bei bestimmten Orgeln kennt. Oder eben ein Tremolo. Moment, das war gar nicht aktiv. Da sind wir. Ich mache es nochmal aus. Und schon ist aus meiner dreifachen Pulswelle eine Art Orgel geworden. Persönlich hätte zum Tremolo tendiert. Phaser, also ich persönlich finde zu diesem Sound entweder Tremolo oder Rotary am passendsten. Was schade ist, ich habe jetzt, vielleicht müssen wir nachher nochmal im Menü schauen, aber es wäre schön, wenn es hier einen Delay-Knopf oder Regler gegeben hätte, sodass man diesen Tremolo-Effekt erst mit etwas Zeitverzug einregeln könnte. Möglicherweise gibt es die Option im Menü, ich gucke gleich nochmal nach, ist mir jetzt entfallen. Passend zu diesem Pitch LFO, den wir hier eingestellt haben, diesen Tremolo jetzt zu verwenden, passt mir meines Erachtens sehr gut. Und zu aller guter Letzt haben wir noch den Reverb und Delay. Das ist jetzt in dem Fall der beatabhängige BPM-Delay. Es gibt einen Es ist also ein Stereo-Delay, fast schon wie ein Ping-Pong. Dann haben wir ein Tape-Echo, wie ein bisschen im Dub. Also das sind die drei Delay-Arten auf der rechten Seite und auf der linken haben wir dann eher die Hall-Effekte, es sind auch 3 an der Zahl. Also ich finde bei meinem eher etwas gemütlichen E-Piano/Organ-artigen Sound würde ich jetzt hier zu einem Room Reverb tendieren, der vielleicht auch, was die Depth angeht und die Verhalldauer sozusagen nicht allzu lang eingestellt ist. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen Drive haben wollte von der Tube, man sieht, wenn man die einschaltet und dann hier die Intensität hochfährt, leuchtet sie bedrohlich rot. Ja, das wäre jetzt der erste Sound, den ich mal hier heute erstellt hätte.
Und während wir diesen Sound erstellt haben, haben wir eigentlich auch schon das komplette Oberflächenpanel dieses Synthesizers kennengelernt. Und jetzt könnte ich hier diesen Sound auch einspeichern. Dazu gehe ich hier auf Write, nenne den jetzt einfach mal Init Program und das war's. Jetzt habe ich hier irgendeinen Patch überschrieben, der schon drauf war. Ich will euch mal einen weiteren Sound zeigen, den ich programmiert habe. Wie ihr seht, hier habe ich jetzt in dem Fall eine Dual Square Wave verwendet, auf Oszillator 3, in Harmonic 3, eine DWGS-Welle, das Ganze nochmal kombiniert mit einer Triangel, also unterschiedlichste Wellenformen und durch den Oberheim-Filter gejagt. Und das Ganze ist auch moduliert, in dem Fall mit dem BPM-Delay, Rotary und Decimator. Ich will nur damit aussagen, dass zwischen diesem Sound, den wir gerade eben erstellt haben, und diesem doch irgendwie Welten liegen. Also das klingt hier sehr vintage. Und das klingt sehr spacig. Und das sagt ein bisschen was über die Sound- und Gestaltungsmöglichkeiten dieses Gerätes aus. Und um sowas etwas Spacigeres hinzubekommen, braucht man die Modulationsmatrix des Gerätes. So, bevor wir jetzt hier weitermachen, will ich den Patch mal noch umbenennen. Dazu gehe ich hier nochmal ins Menü. Da seht ihr in der Kategorie P01, also P steht für Program Edit, kann ich hier mit einem Tastendruck einfach in die Bezeichnung kommen. Dann machen wir jetzt HP. So, und wo wir hier schon mal im Menü sind, möchte ich hier noch mal kurz reingehen. Also wir sehen hier, dass dieser Patch jetzt in die Kategorie Synthesizer einsortiert wurde, wo er vielleicht nicht so hinpasst. Ich würde denken, dass das eher bei Key reingehört. Speichere ich auch noch mal mit ein. Voice-Modus Single, definitiv. Key Response normal. Voice ist Polyphon, also die Alternativen wären Mono 1 und Mono 2. Bei Mono 1 werden, wenn ich Legato spiele, kein neuer Zyklus des Envelope Generators ausgelöst. Stelle ich das Ganze auf Mono 2, würde mit jedem Tastendruck ein neuer Start für Attack und dann Decay, Sustain, Release ausgeführt werden. Und dann gibt es eben noch Poly. In dem Fall bleiben wir bei Poly. Dann Unison ist in dem Fall off, soll auch so bleiben. Unison bedeutet, wenn ich eine Taste drücke, nimmt der von der Mehrstimmigkeit, die das Gerät hat, die mehrere von den Stimmen weg und multipliziert dafür den Sound der Taste, die ich gedrückt habe. Und das Ganze kann ich dann auch noch detune und damit den Sound fetter machen. Wird oft in Verbindung mit Sawtooth oder Sägezahnwellen verwendet, um so einen fetten Rave-Sound hinzubekommen. Aber wie gesagt, passt jetzt nicht zu meinem Sound. Pitch soll so bleiben, wie es ist. Die Tune soll auch so bleiben. Hier haben wir die Modulationsintensität des LFO2. Das hatten wir ja vorhin hier eingestellt. Hier ist jetzt noch in Bezug auf diesen Joystick, was dann passiert. Also hier kann man verschiedene Sachen einstellen. Das Band Range, wenn ich das nach links und rechts drehe, ob der um 2 hoch und runter gehen soll oder gar um 12. Typischerweise hat man das auf 2. Dann kann ich so eine leichten Abfälle spielen. Dann Portamento ist in dem Fall aus, das kann auch ruhig ausbleiben. Wenn ich das einschalten würde, könnte ich von einem Ton zum nächsten hochgleiten. Können wir ja mal kurz vormachen. Jetzt gleitet er zwischen denen hin und her, kann man auch kürzer stellen.
passt aber nicht zu meinem orgelartigen Sound. Würde man vielleicht bei einem Mono-Lead-Sound, ups, jetzt bin ich hier rangekommen, bei einem Mono-Lead-Sound verwenden. So, stelle ich aus. Wir hatten Portamento auf Off. Dann Analog Tune. Das ist das, was ich von meinte. Also hier kriegen wir noch so eine Art, so einen analogen Drift hin. So ein bisschen wie so ein Aging-Knopf. Also ältere analoge Synthesizer waren ja oft nicht mehr so gut gestimmt und insofern kann das sinnvoll sein, wenn ich jetzt wirklich so einen Vintage-Sound machen will, dass ich das ein bisschen hochstelle. Aber ab da wird es schon sehr schräg. Würde ich schon nicht so hoch einsetzen. Von mir aus auf der 9. Dann hier die verschiedenen Funktionen, also das haben wir ja gerade eben schon auch über die Oberfläche gemacht. Das Ganze lässt sich im Menü eben auch nochmal anspielen. Wir haben hier praktisch alles, was den Oszillator 1 betrifft, um wie viele Halbtöne er höher oder niedriger gesetzt ist, ob er leicht detuned ist. In dem Fall hatten wir den Oszillator 1 ja so gelassen, wie er ist. Pulsweite hatten wir damals über den Control-Knopf auf 10 gestellt. Jetzt das gleiche für Oszillator 2, er ist keine Halbtöne hochgestellt, er ist leicht detuned und wir könnten ihn vielleicht ein kleines bisschen weiter detunen. Die Pulsweite ist bei 20, Oszillator 3 ist in Puls, er ist auch nicht abgetuned, also sprich keine Halbtöne hoch verstellt, er ist stark detuned. Den ja im Prinzip eine ganze Oktave oder 2 runtergesetzt, hätten das Ganze auch über Semiton machen können. Aber sei es drum, Pulsweite war 39, also fast 4-mal so viel wie Oszillator 1. Dann den Mixer hatten wir über die Shift-Funktion schon eingestellt. Filter ist in dem Fall der King Korg Filter 1. Hier sind die Cut-Off-Einstellungen, weil ich die jetzt hier nicht lesen kann in dem Moment gerade. Wenn ich daran drehe, kann man sie schon sehen, aber so kann ich sie im Prinzip nochmal überprüfen. Die Mod-Intensität des LFO1 hatten wir vorhin eigentlich so, wie es uns akustisch angenehm war, eingestellt, würde ich jetzt auch nicht verändern. Ob man den LFO1 mit dem Joystick in der Y-Achse verändern kann, in dem Fall jetzt gerade nicht. Wenn ich das jetzt hochfahren würde, hier -1, also vermutlich das. Wenn ich das wieder auf 0 stelle, dürfte da eigentlich nichts passieren. Da seht ihr, dass da nichts passiert, wenn ich es runterziehe. Stelle ich das hier hoch, von mir aus auf 30. Ist das so, als hätte ich den Intensitätsregler des LFO hier in Bezug auf den Filter LFO eingestellt. So, das wollten wir aber eigentlich nicht. Keytrack, die Velocity-Sensitivität des Filters hatten wir eigentlich vorhin hochgestellt. Das lasse ich mal auf eine 35. Irgendwie muss ich da rangekommen sein, dass die wieder aus war. Amplitude, das ist praktisch der Level-Knopf hier, der ist bei 103 von mir aus. Panning ist in der Mitte. Wenn ich jetzt einen gelayerten Sound hätte, könnte es sein, dass ich das Timbre A vielleicht ein bisschen nach rechts und das Timbre B hätte nach links gewollt. Aber so finde ich, hat das für uns jetzt wenig Bewandtnis, hier diesen Pan zu verändern. Punch Level. Hört ihr vorne dran diesen Punch? Hier ist er weg. E-Piano-Sound ganz gut, lasse ich mal drin. Keytrack für die Amplitude lasse ich aus. Envelope, hier sehen wir jetzt unseren kompletten ADSR-Filter nochmal zur Überprüfung. Attack war sehr gering, mit 1 könnte ich etwas höher stellen.
Decay 73, meinetwegen Sustain Release. Wir sind ja nach dem Gehör gegangen und alles hat uns gefallen. Das gleiche nochmal für den Amplitude, für die Amplitude-Hüllkurve. Attack war aus. Decay ziemlich weit oben bei 124, Sustain 43, Release 80. Passt soweit. Die Velocity-Intensität der Amplitude ist bei 32. Das ist im Prinzip dieser Knopf hier, wenn der auf Amp steht. Dann die LFO-Wellenform, die konnten wir hier nämlich vorhin nicht einwählen. Da hat man zur Auswahl zwischen Sample und Hold, was für rhythmische Effekte sehr sinnvoll sein kann. Random, Triangle, Square und Saw. Also für diesen Vintage Sound würde ich das jetzt auf Triangle lassen. Es kann aber nicht uninteressant sein, bei rhythmischen oder freakigen Sounds damit Sample und Hold zu experimentieren. Den würde ich gerne auf den Key sinken. Sodass der LFO bei jeder Taste gleich anfängt. Ich hoffe, dass das diese Funktion ist. Er soll nicht temposynchron sein, nein. Das war übrigens das, was wir vorhin sagten, wenn wir einen Wobble-Bass machen wollten, der im Beat eures Songs mitwobbelt, würdet ihr den hier auf On stellen. Dann wäre dieser Tempo-Sync On. Die Frequenz des LFO hatten wir hier schon drüber eingestellt, die passt. LFO2 hat also auch noch die Sinuskurve dabei. Hat auch Sample und Hold und Random. Der hat halt statt Triangle die Sinuskurve. Müsst ihr halt sehen. Passt vielleicht besser zu dem Pitch Envelope, hat sich Korg gedacht. Den möchte ich auch mit jedem. Das ist insofern sehr gut, weil das ist ja ein Pitch Envelope und der geht in der Tonhöhe hoch und runter. Und wenn der das unabhängig von der eigentlichen Voice macht, dann würde er im Prinzip manchmal, wenn ich die Taste drücke, er leicht unter der Null anfangen, manchmal leicht über der Null, einfach weil er ständig schwingt und das ist ein Zufallsprinzip, das wann ich drücke. Und da hätte ich gern so eine Art Key-Trigger und ich hoffe, dass das die Funktion ist, dass dieser LFO erst anfängt zu laufen in dem Moment, wo ich die Taste drücke. So, der ist auch Tempo Sync Off, muss auch nicht sein. So, und jetzt ab der 63 kommen wir dahin, wo wir eigentlich hinwollen, nämlich in die Modulationsmatrix oder wie sie hier heißt, Virtual Patch Bay. Also die virtuelle Verkabelungsbucht, in der ihr im Prinzip verschiedene Stellen des Synthesizers miteinander verkabeln könnt. Der Micro-Korg hatte meines Erachtens 6 solcher Verkabelungsmöglichkeiten. Der King Korg hier, der hatte 4 und der kommt mit 6 daher. Oder vielleicht waren es da auch nur 3. Also er hat auf jeden Fall mehr Matrix-Modulationsmöglichkeiten als seine Vorgänger. Natürlich haben andere Synthesizer, die noch mehr Geld kosten und noch höherwertiger sind, eine noch intensivere oder größere Mod-Matrix. Ich glaube zum Beispiel, dass der Summit aus dem Hause Novation deutlich mehr hat, aber 6 ist eben auch schon nicht schlecht. So, und da möchte ich dann gleich mal weitermachen und tiefer einsteigen. Was kann man denn jetzt hier genau mit dieser Mod Matrix oder Virtual Patch Bay machen? Ich habe hier einmal stehen Virtual Patch Bay 1 und da steht Source LFO 1. Das heißt, der LFO 1 soll dann irgendwas, was ich als Destination festlege, modulieren. Aber vielleicht möchte ich ja als Quelle gar nicht den LFO nehmen. Was habe ich denn für weitere Möglichkeiten? Ich kann die Hüllkurve Nummer 1 nehmen, das wäre also die Filterhüllkurve. Ich kann die Hüllkurve Nummer 2 nehmen, das wäre die Amplitudenhüllkurve. Ich kann den LFO 1 nehmen und den LFO 2. Ich kann die Anschlagdynamik nehmen, die Velocity. Ich kann den Pitchbend-Regler, das wäre dann links und rechts, verwenden. Ich kann den Joystick nach Plus und nach Minus verwenden. Ich kann Keytrack, also links nach rechts verwenden und ich kann eine MIDI-Quelle verwenden, eine weitere MIDI-Quelle, noch eine MIDI-Quelle und das war's.
Also ich habe 3 verschiedene Möglichkeiten hier die Quellen zu belegen. Ich wähle jetzt einfach mal den LFO2, weil ich meine, mich erinnern zu können, dass wir bei diesem einen recht schnellen LFO auf die 2 gelegt haben. Und dann bei Destination steht jetzt hier Pitch, aber das macht ja keinen Sinn, weil den Pitch hatten wir ja schon praktisch festgelegt als Quelle für den. Und was heißt jetzt, wenn ich Oszillator 3 Control nehme? Dann wäre das im Prinzip die Pulsweitenmodulation von Oszillator 3, warum dann aber nicht die von Oszillator 1, der ja leicht lauter ist als die anderen und dadurch besser hörbar. Und die Intensität stellen wir jetzt hier ein. Lassen wir es mal so auf 50. Jetzt würde also die Pulsweite moduliert werden von LFO2. Wenn ich jetzt auf die zweite Patch Bay gehe, könnte ich hier LFO1 nehmen und da beispielsweise die Pulsweite von Oszillator 2 modulieren lassen und das mit einer vielleicht noch krasseren oder vielleicht so. So, und dann gehe ich auf die dritte Patch Bay und sage, hier möchte ich als Quelle von mir aus die Velocity nehmen und möchte als Destination nicht die Cutoff, sondern ich könnte jetzt von anderen Patch Bays die Intensität modulieren lassen. Das wäre sicherlich interessant, weil da so eine Art Loop entsteht. Aber das möchte ich nicht. Die Mod Depth, also das Tremolo, könnte ich jetzt, dann wäre aber doch eine andere Source besser. Dann vielleicht auch LFO1 und das Tremolo einstellen in seiner Intensität. Vielleicht nicht so starker. Ist ja nur ein Beispiel, so, und ihr habt das Prinzip verstanden. Ich könnte jetzt hier tatsächlich jetzt mal die Velocity nehmen und beispielsweise irgendwas, was mit der Velocity eigentlich sonst nichts zu tun hat. Ich könnte zum Beispiel die Velocity mit dem, also eine leichte Anschlagdynamik würde den Sound jetzt weiter auf den linken Lautsprecher setzen, während eine starke ihn nach rechts holt. Also das wäre jetzt ein bisschen Quatsch, aber ich will ja nur damit aussagen, dass sowas funktioniert. Ich kann das Ganze auch in den negativen Bereich. Jetzt sind die lauten links und die leisen werden rechts. Also verschiedene merkwürdige Dinge kann ich hier tun. Was könnte denn noch ein Ziel sein? Die Modulationsgeschwindigkeit, dass die praktisch bei einem stark angeschlagenen Ton schneller ist als bei einem langsamen. Warum nicht? Probieren wir das mal.
dieser Tremolo-Effekt, also je ausgeprägter, je stärker ich die Taste anschlage. Ja, dann als Quelle von mir aus mal dieser negative Joystick und da vielleicht drauf die Tiefe des High-Filters. Und da nehmen wir eine starke Intensität. Hört ihr den Unterschied? Also das sind alles verschiedene Dinge, die ich jetzt als Quelle und Destination einstellen könnte. Je nachdem, wie abgefreakt mein Sound ist, macht es vielleicht mehr oder weniger Sinn, das Ganze zu überladen. Ich finde, wir sind eigentlich schon an einem Punkt, wo es langsam ein bisschen zu viel wird. Aber es ging ja vor allen Dingen darum, einfach mal vorzustellen, was so alles möglich wäre. Die MIDI-Quellen wären an sich interessant, ich habe jetzt aber nichts per MIDI dran. Man müsste dann im Prinzip beispielsweise hier den Arturia Keystep Pro, der die ganze Zeit schon hier daneben steht, dann möglicherweise als Quelle nehmen. Können ja nochmal versuchen, mit der Hüllkurve, der Amplitude irgendwas hinzubekommen und sagen, dass der Panning, also links-rechts, sich mit der Hüllkurve verändern soll. Es würde ja beim Klingen dann nach rechts gehen. Aber das bringt nicht wirklich was, finde ich. Was wäre denn noch interessant? Die Patch Bay 1 Intensität. Aber was ihr sicherlich sagen kann, ist, dass aus diesem ursprünglichen eher klassischen Orgelsound ein bisschen was anderes geworden ist und da auch eine gewisse Modulation stattfindet, die den Sound abwechslungsreicher macht. Ist das jetzt unbedingt die beste Modulationsmatrix-Gestaltung ever? Wahrscheinlich nicht. Aber ihr habt das Prinzip verstanden, es gibt eine Quelle, es gibt eine Destination, ich stelle ein, mit welcher Intensität die Quelle die Destination moduliert. Man kennt das Ganze vielleicht aus dem einen oder anderen Software-Synthesizer, wo es auch solche Modulationsmatrizen gibt und viel mehr gibt es da eigentlich gar nicht zu sagen. Wir haben festgestellt, dass er jetzt automatisch, wenn ich hier von meinem ersten Patch auf den zweiten umspringe, dass die Key-Taste leuchtet. Das liegt daran, dass wir die Kategorie ja von Synths auf Key umgestellt hatten. So, nun ist die fast letzte verbleibende Funktion des Gerätes der Arpeggiator. Zunächst einmal, wenn ich hier auf Shift und Up drücke, lande ich in der Tempo-Sektion und da könnte ich jetzt so ein gemütliches Haustempo von 130 mal einstellen. Und wo ich hier schon in der Arpeggiator-Sektion des Menüs bin, kann ich ja gleich mal schauen, was ich hier noch einstellen kann. Der Arpeggiator Switch ist off, das wollen wir nicht, wir möchten ihn ja hören. Ihr seht, der leuchtet auf einmal auch schon rot. Tempo ist 130 und wir machen das Latch mal on, das bedeutet, wenn ich eine Taste drücke, bleibt der Arpeggiator auch aktiv. Die Key-Synchronisation mache ich ebenfalls an. Das Ganze bezieht sich auf das Timbre A, ist ja klar, wir haben einen monotembralen Patch und insofern ist auch nur ein Timbre A. Wie ihr hört, ist der jetzt vom Typ auf Up. Das ist Down. Das ist Alternativ oder Alternating.
Da wird bei Alternating 2 die oberste Taste immer zweimal gespielt. Und dann gibt es noch Random. Dann Trigger, das ist praktisch ein Akkord. Ich lasse das jetzt mal auf Alt 1. Die Auflösung ist in dem Fall, ob das in Sechzehntel, Achtel. Ich mache von mir aus mal Achtel. Die Gate Time. Das ist im Prinzip, wie kurz die Taste angetippt wurde. Ich finde eigentlich die irgendwas zwischen 50 und ich mache 66 oder 67. Ob es ein bisschen Swing haben soll, also ein bisschen menschlicheres Spielgefühl. Warum nicht? Und ich kann das Ganze auch verkürzen auf weniger als 8 Schritte. Ich lasse es aber mal bei 8. Ob er das Ganze über 2 Oktaven macht oder nicht. Und ich kann zwischendurch einige Steps muten. Wenn ich jetzt hier mit Plus Minus auf den jeweiligen Step gehe, und schon habe ich mir einen Arpeggiator programmiert. Und dann ist er aus. Also insofern, so einfach lässt sich der Arpeggiator hier programmieren. Will ich ihn wieder anhaben, drücke ich einmal auf diese Taste. Und das ist schon der Arpeggiator des Korg King Korg. So, und jetzt möchte ich im Anschluss mal noch auf das Layering eingehen. Wir haben jetzt hier einen Sound mit nur einer Layer erstellt, also einen monotimbralen Sound. Aber wie man sieht, gibt es hier ein Timbre A und B. Und was kann man damit machen? Also wenn ich im Menü bei Programm reingehe und mich wieder mühselig zu den Ps vorarbeite, merke ich, ich habe hier den Voice Mode Single oder Layer oder Split. Und wie man sich denken kann, bei Layer lege ich praktisch Timbre A und B übereinander, während bei Split Timbre A nach links rutscht und Timbre B nach rechts rückt. Und das Ganze kann man sich bei den mitgelieferten Patches mal in Aktion anhören. Da muss man so lange klicken, bis man einen findet, wo hier mal was rot leuchtet. In dem Fall leuchtet jetzt sowohl der Split-Knopf als auch der Timbre A-Knopf. Das bedeutet, hier hat jemand die Tastatur gesplittet. Rechts hat er in dem Layer B einen streicherartigen Sound, so ein Pad oder Polykey-Sound erstellt, und links so eine Art Bassline-Synthesizer. Und ich kann jetzt mit Drücken der Taste Shift und Position einstellen, an welcher Stelle der Split Point sein soll. Der ist in dem Fall jetzt hier F4. Ich könnte das Ganze auch hochstellen auf H oder auch runter, wenn ich einen höheren tieferen. Jetzt kann ich die Streicher etwas tiefer spielen. Habe dafür aber weniger Raum dann noch für den Bass.
Also das ist der Split Point. Eine andere Möglichkeit wäre eben auch 2 Töne übereinander zu layern. Ob ihr die nun layert oder ob ihr die splittet, sobald ihr jetzt hier auf die B klickt, habt ihr wieder einen komplett neuen Synthesizer, wieder mit 3 Oszillatoren, wieder mit diesen 126 bzw. 127 Wellenformen, wieder mit den 18 Filtermodellen und so weiter und so fort. Ich bin nur nicht ganz sicher, ob der Modelle hier, weil ihr seht, es ist A und B, A und B, A und B. Das heißt, es müsste theoretisch möglich sein, auch hier jetzt einzustellen, ob die Pre-Effects nur den Layer A und nur die Layer B betreffen. Was aber nicht möglich scheint, ist getrenntes Effekte pro Layer auszuwählen. Das heißt, die müssten sich einigen, ob beide sich die Plate teilen wollen oder halt gar nicht. Aber ich komme nicht um die Plate praktisch rum. Wenn ich einmal sage, ich möchte bei Layer A oder bei Timbre A gern die Plate verwenden, dann muss ich die auch bei Timbre B verwenden. Ich kann nicht bei Timbre B Room und bei A Plate. Das springt dann immer wieder zurück auf das, was ich hier wirklich eingestellt habe. Das heißt, ich muss mich entscheiden, welchen von diesen Effekten sie sich beide teilen. Das ist das Einzige, dass also diese Effektsektion nicht verdoppelt ist. Aber dieser Teil hier ist komplett verdoppelt. Ja? Also das wäre einmal die Möglichkeit der Tastatur zu splitten und dann meinetwegen rechts ein Melodieinstrument und links ein Bassinstrument. Oder aber bei besonders komplexen Flächen eben die Fläche A und die Fläche B übereinander zu legen und damit im Prinzip 6 Wellenformen hier gleichzeitig in Anspruch zu nehmen. Für noch wirklich reichere Sounds. Das wäre, was ich zu dem Layern und Splitten sagen kann. Wenn da noch Fragen sind, dann hinterlasst sie mir in der Kommentarfunktion. Und dann wollen wir uns jetzt mal noch mit den globalen Einstellungen beschäftigen. So, bevor wir jetzt gleich in die globalen Settings einsteigen, habe ich hier nochmal ein Mighty Pad gefunden, was sich nämlich die beiden Layers hier zunutze macht. Und zwar hat der findige Programmierer hier auf dem Layer A ein Prophet 5 Filter eingesetzt und auf dem Layer B einen Moog Filter, vermutlich um eben einen wärmeren analogen Sound in der Mischung der beiden hinzubekommen. Wir haben ja schon festgestellt, dass der Moog Filter etwas dumpfer und wärmer klingt, während der Filter des Prophet 5 heller, klarer und ein bisschen mehr Obertöne drin hat. Gleichzeitig ist hier auch die Tube an, das heißt, der findige Soundgenerierer hat also einen möglichst analogen Sound versucht hinzubekommen. Ja, und wie erreicht man jetzt die globalen Settings? Man drückt Shift und global und schon ist man drin. Was kann man alles einstellen? Master Tune, dann transponieren. Zu Master Tune übrigens, wann ist das sinnvoll? Zum einen gibt es Leute, die schwören darauf, dass 444 Hertz das Nonplusultra bei der Musikgeneration ist. Oder man hat ein altes analoges Gerät, was sich selbst nicht stimmen lässt und man möchte unbedingt den King Korg benutzen, um das zu begleiten. Dann könnte es ja sinnvoll sein, eben den King Korg auf die schiefe Frequenz des anderen Geräts einzustellen, damit man es dann mitbenutzen kann. Transponieren kann man das Gerät. Man kann hier umstellen, ob externe MIDI-Signale praktisch nach dem Keyboard erst greifen oder davor, und je nachdem, ob die dann im Prinzip bestimmte Stufen, die hier in dem Soundgenerationsverlauf oder Modulationsverlauf des Synthesizers durchlaufen werden, ob die mitmachen sollen oder nicht. Hier kann man einstellen, wie sich die Velocity Curve verhält. Bei mir ist sie auf normal. Das ist im Prinzip, wie empfindlich die Tasten auf den Tastendruck reagieren. Man kann da eine andere Kurve, sodass schon ein leichter Tastendruck vielleicht einen sehr lauten Sound erzeugt. Ich habe so gelassen, wie es war.
Man kann hier interessanterweise zwischen verschiedenen Skalen umstellen, also praktisch Tonleitern. Neben der typischen gleichmäßig temperierten gibt es hier pures Dur, pures Moll, arabische Tonleiter. Dann pythagoreanisch, Werkmeister, Kirnberger, das ist glaube ich für Harpsichords. Slendoro sagt mir jetzt nichts, Pelok ist südostasiatisch und dann sogar eigene, die kann man dann mit dem Editor-Programm erstellen und abspeichern. Ich lasse es auf der Standardeinstellung. Der Grundton für diese Skalen, die wir gerade gesehen haben, den kann man hier umstellen. Insbesondere bei Arabisch zum Beispiel kann es sehr sinnvoll sein, angenommen ist dann im D des arabischen Spektrums, dann möchte man ja, dass von D ausgehend diese Halbtonschritte an der richtigen Stelle liegen. Ja, man kann Mic Through ausstellen, es ist bei mir auch ausgestellt. Hier gibt es was zur Helligkeit des Displays. Hier ist jetzt auf Rot, man kann auch auf Weiß umstellen. Ich lasse das auf Rot. Dann die Display-Seiten, ob das man springen kann, ob die Knopfwerte, wie die sich drehen lassen, ob da irgendein Schreibschutz drin ist. Power Save, bei mir ist das Display auf Low. Ich habe auch das, dass der sich nach 4 Stunden automatisch ausstellt, der Synthesizer, für den Fall, dass ich mal vergesse, das Gerät auszumachen. Der globale MIDI-Kanal kann hier eingestellt werden. MIDI-Routing, die MIDI, den Taktgeber, in dem Fall intern. Angenommen, ich will den in einem größeren Setup mitlaufen lassen, dann müsste ich da auf extern gehen. Verschiedene MIDI-Control-Werte, das ist also MIDI 1 und MIDI 2 und MIDI 3. Die sind wichtig für die Modulationsmatrix, für diese virtuelle Patch Bay. Da hatten wir gerade die Auswahl zwischen MIDI 1, 2, 3. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel bei MIDI 3 Aftertouch. Wenn ich an das Gerät einen externen Controller wie den Arturia Keystep Pro anschließe, der ja Aftertouch hat, kann ich mir die Aftertone-Touch-Funktion dieses Gerätes dann nützlich oder zunutze machen, um den Sound, den ich hier kreiert habe, zu modulieren. Also auch wenn die mitgelieferte oder eingebaute Tastatur hier nicht über Aftertouch verfügt, könnte ich das Gerät ein bisschen weiter in die Ecke stellen und dafür dann mit meiner anderen Lieblingstastatur, die über Aftertouch verfügt, dieses Gerät spielen und die Patches würden dann auch auf Aftertouch reagieren, sofern Aftertouch in der Mod-Matrix eine Funktion zugewiesen bekommen hat. Aber dafür sind diese 3 MIDI-Werte wichtig. Man muss dann gucken, was sendet dieses andere MIDI-Gerät auf dem CC-Wert 16. Ist das der LFO dieses Gerätes, dann könnte das sinnvoll sein. Dann hätte ich nämlich noch einen dritten LFO. Gleichiges hier, das könnte also hier das Mod-Wheel dieses Gerätes sein. Dann könnte ich das Mod-Wheel verwenden, um auch nochmal meinen Sound zu modulieren über die Patch Bay oder eben hier den Aftertouch. Dann gibt es verschiedene MIDI-Filter-Funktionen. Damit kann man eben einstellen, dass eingehende Signale, dass der King Kong nicht auf alle eingehenden Signale reagiert. Da könnte man zum Beispiel das Bank Change ausstellen. Das heißt, wenn man nicht möchte, dass der King Kong von einem anderen Synthesizer, mit dem man ihn steuert, jedes Mal, wenn man dort den Patch verstellt, hier auch irgendwelche Patches verstellt werden, dann wäre es wichtig, dass man sowas wie Program Change oder Bank Change hier ausstellt. Ja, man kann auch das Pitchbend, sodass das Pitchbend nicht mitreagiert, wenn ein anderer Synthesizer seins bewegt und so weiter. Dafür sind diese MIDI-Filter gut. Es gibt ja hier ein CV Gate Output. Da kann man einstellen, ob das für den Monotribe zugeschnittenen Voltage oder Stromspannung läuft oder eben für den MS-20 oder ein ganz anderes Gerät. Das Dämperpedal, ob das eben ein Korg-Gerät ist oder von einem anderen Hersteller, ob der Foot
das Fußpedal, ob das als Switch funktionieren soll oder ob das eine andere Funktion hat und so weiter. Auch da die Polarität. Das ist alles mit bezogen auf so ein Fußpedal. Und dann noch hier das Tuning dieses Equalizers. Da kann ich eben einstellen, wenn mir diese Frequenz, wenn der Low Frequency Equalizer für mich zu hoch anfängt, kann ich den auch auf 200 runter stellen und erst ab da die Töne anheben. Also das ist praktisch der Wert, ab dem der greift. Das gleiche dann für den hohen Equalizer. Wenn ich eben den Sound vielleicht nur die absoluten Höhen anheben will, dann sollte ich hier vielleicht auf 10 kHz hochgehen. Und dann habe ich so einen High-End-Schimmer, aber eben die Werte davor sind eben dann nicht mit betroffen. Hier ist der Tube Switch. Wenn ich den off stelle, geht hier die Lampe aus. Das heißt, das ist nichts anderes als dieser Knopf. Genauso wie das Boost eben dieser Knopf da drüber ist. Den kann ich also hier drücken oder hier im Menü, das ist einerlei. Und dann sind wir hier bei dem Rücksetzen der Utilities, also der Einstellungen, die kann ich dann da zurücksetzen. Ja, das sind die globalen Einstellungen. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Das Gerät ist ja konzeptionell nicht bloß an Studiomusiker, die elektronische Tanzmusik machen, gerichtet, sondern auch durchaus für Performer. Deswegen gibt es hier diesen Favorites-Knopf, wo man jetzt seine meistgenutzten Sounds hier ablegen kann. In der Favoritenbank A eben 8 Stück an der Zahl. Wenn man jetzt hier in die nächste Favoritenbank, wie war denn das gleich? Kann man hier die Favoritenbank springen. Jetzt sind wir in der Favoritenbank E. Mache ich nochmal Shift und Favoriten, bin ich in der Favoritenbank D. Und so kann ich hier jederzeit mir einen Haufen Favoriten ablegen. Und stellt euch vor, ihr seid beim Bandauftritt und ihr braucht eben irgendwas, was so ein bisschen wie ein Wurlitzer klingt oder wie ein E-Piano, möchtet aber ein Gerät, was möglichst nicht mehr als 5 Kilo wiegt, dann ist der King Korg an sich eine Alternative. Und insbesondere bei diesen Favoriten, da könnt ihr sagen, okay, für die ersten 3 Songs nehme ich Favorit A und lege hier meine 3 Sounds raus, hier meine 3 und hier noch die nächsten 2. Dann für die nächsten Songs nehme ich dann die Bank B und lege mir hier nochmal die Sounds zurecht. Und für die weiteren die C und was weiß ich, für den Zusatz, für die Zugabe nehme ich dann die D und weiß der Geier. Also ich kann mir als Performance-Künstler hier durchaus diese Bänke zunutze machen. Und auch was für eine Performance spricht, ist diese Möglichkeit des Splittings. Ich kann links die Bassline spielen und rechts irgendeinen Melodiepart. Also insofern ist das Gerät kein reines Studiogerät, sondern auch durchaus ein Performance-Gerät. Viele kritisieren, dass diese Tastatur sich so leicht spielen lässt, aber mich hat es persönlich nie gestört. Was schön gewesen wäre, wäre eher die Zugabe von Aftertouch, weil ich finde, dass eigentlich das Gerät, was die Modulationsmöglichkeiten angeht, durchaus sehr viele bietet. Und warum dann wird uns der Aftertouch vorenthalten? Insbesondere bei dem Gerät, was ursprünglich mal 1300 Euro, 1400 Euro neu gekostet hat. Heute werden sie ja gebraucht, auch teilweise schon so für 600, 700 Euro gehandelt, wobei jetzt mit der Chip Shortage und diesen ganzen Containerknappheiten die Geräte natürlich auch wieder ein bisschen teurer geworden sind. So, und dann möchte ich zu guter Letzt mal noch hier in die Sounds reingehen. Also die ersten 2 hatte ich jetzt schon überschrieben, aber hier ist ein mitgelieferter Sound und einfach um die Bandbreite des Gerätes mal vorzustellen, gehe ich hier mal auf den Dance Step. Das wäre ein mitgelieferter Patch. Ups. Hier ist der nächste.
Das ist French Toast. Flanging singt dann. Auch sehr brauchbar. Den hatten wir schon, diesen Split Sound. Klingt sehr analog. Sehr schön, und hier wird mit dieser unisonen Saw gearbeitet, die vermutlich auch etwas detuned ist. Yep. Hier können wir mit diesem Knopf Original Value oder mit dieser LED erkennen, was der Wert ist, und wenn ich hier rumspiele, merke ich, der ist eingestellt auf 27. Wenn ich das jetzt auf 0 stelle, klingt es schon langweiliger. Und wie viel? Aha, das sind also zweimal die Unison Saw und dann einmal noch die normale Saw. Man könnte jetzt mit dem Tune-Level hier noch rausbekommen, was die einzelnen Oszillatoren machen. Ups. Den einmal auf volle Pulle, den einmal auf leise, den auf leise. Jetzt haben wir nur den Oszillator 3. Jetzt stelle ich den wieder auf laut. Ups, ne, den auf leise. Den auf laut und den auf leise. Und da hören wir, was Oszillator 1 macht, und so könnte ich Oszillator für Oszillator anhören. In Summe klingen die dann so. Irgendwer steht hier sicherlich auf Vintage Synth Sounds, also das sind alles sehr... Die liegen alle recht nah beieinander, wenn du mich fragst. Hier hat jemand einen Jean-Michel Jarre Sound versucht nachzumachen. Okay. Hat schon ein bisschen was von einem Bass-Sound. Hier kommt der Anthem-Sound, das ist schon fast ein bisschen zu sehr. Party Rock. Die sind alle sehr, sehr breit, so ein bisschen so Eurodance oder EDM-Sounds, jetzt nicht unbedingt für jeden. Wobei manche natürlich vielleicht mit etwas geringerem Cut-Off und etwas geringerer Hüllkurvenintensität kann da vielleicht auch was Gutes draus werden. Der hier ist ja nun sehr bekannt. Ich werde jetzt das Lied, wo der Sound her ist, nicht anspielen. Aber ihr wisst in etwa, wo die Bezeichnung Slippy Pad herkommt. Das soll Born Slippy sein. Hier nutzt jetzt jemand die Funktion des Arpeggiators mit diesem Trigger. Wo dann eben wiederholt immer wieder der Akkord angespielt wird. Eine Muted Guitar.
hier der Arpeggiator im Einsatz. Gut. Wie wir sehen, hier ist jetzt Portamento drin. Und so könnte man schöne Lead-Sounds hier mitmachen. Hier hat jemand auch das gesplittet. Naja, und so weiter. Hier, das ist Excel, wahrscheinlich Excel F. Fett, yeah. Also manche Sounds sind angelehnt an irgendwelche Pop-Songs hier. Hier kommt mal wieder der MS-20-Filter zum Einsatz. Also ein paar freakigere. Das klingt auch wieder sehr stark nach EDM-Kram. Ja, und Square Lead, Whistle. Wenn ich da jetzt ein bisschen mehr Portamento drauf gebe, habe ich fast schon das ist schon so ein Moog. Na, wie heißt das Gerät, wo man mit der Hand so steuert? Name vergessen. Ja, hier könnt ihr schöne Sounds mitmachen. Das klingt auch sehr so nach EDM. I'm Just a Girl, das ist auch ein Popsong. Gut, und dann die Bässe, der Moog-Bass. Einen sehr analogen Sound hat er und setzt auch hier die Tube ein. Der nutzt jetzt hier auch den Arpeggiator. Klingt schon ganz nett. Sehr snappy klingen hier die Oszillatoren. Nett. Anscheinend auch ist hier dieses Amp-Push drin, also was wir vorhin im Menü gefunden hatten. Wenn man jetzt hier reingeht, bin ich mir ziemlich sicher, da war irgendwo dieses Amplitude. Wo war das? Amp Keytrack Punch Level, ja, ist ein bisschen auf 15. Wenn man das noch weiter hochfährt, dann wird es noch ausgeprägter. Aber das kann man dann hören, wenn man weiß, dass der Synthesizer diese Funktion hat, hört man das auch raus. Also bei mir vibriert hier alles, aber ob das jetzt über das kleine Mikrofon aufgenommen wird, weiß ich nicht. Square Bass und so weiter, also verschiedene Bässe.
schon sehr analog, muss ich sagen. Dieser Oberheim-Filter, sehr, sehr anständig. Der wird hier bei den Brass Sounds offenbar gerne eingesetzt. Naja, und so weiter. Kommen wir zu den Streichern. Manche klingen sehr vintage. Wem es nicht gefällt, der kann sich ja auch seine eigenen erstellen. Kommt der Phaser massiv zum Einsatz, den wir ausstellen. Dann klingt er fast wie der davor. Wirklich der Unterschied ist nur der Phaser oder der Chorus. Ja. Und so weiter. Also das sind die verschiedensten Streicher. Klingt ja nicht wirklich nach einem akustischen Piano, aber warum nicht? Versucht einen akustischen Bass mit dem Piano zu kombinieren. Elektrische Pianos. Ich muss sagen, die E-Pianos klingen fast viel besser als das normale Klavier. Also es kann er anscheinend besser. Suitcase E-Piano. Hier ist massiv jetzt auch so eine Art Panning aktiv. Wundert mich, warum die hier nicht den Rotary genommen haben. Okay. Vielleicht haben sie im Menü die Patch Bay verwendet, um das Panning zu machen. Das kann natürlich sein. Also die E-Pianos gefallen mir sehr gut. Schönes Wurlitzer. Das ist mehr so ein FM-Piano. Warum das bei Korg immer VPM heißt, das ist anscheinend ihre Nomenklatur. Die WGS, das sind diese anderen Wellenbänke, die sie da haben. Vieles ist einfach, um auch diese Möglichkeiten dieser Bänke hier mal zur Schau zu stellen, drin. Nicht jeder Sound ist gleich brauchbar. Man findet auf der Korg-Webseite dann auch noch weitere zum Runterladen. So, und das soll es auch erstmal mit dem Korg King Korg für heute gewesen sein. Ich werde demnächst mal noch ein weiteres Video machen zu den Klanggestaltungsmöglichkeiten. Wir sind da jetzt ein bisschen durchgerast, aber das Gerät hat ja, wie man gesehen hat, auch sehr, sehr viele verschiedene Teilaspekte. Und die in so einem Video zu erklären, dauert nun mal.
und von daher denke ich, dass man sowas wie Klanggestaltung doch am besten in ein eigenes Video auslagert. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ich euch die wesentlichen Funktionen heute hier erklären konnte. Und wenn ihr trotzdem noch weitere Fragen habt, dann hinterlasst sie mir bitte in der Kommentarfunktion. Ansonsten freue ich mich über jeden Daumen und ihr könnt euch auch gerne einschreiben auf diesen Kanal, damit ihr weitere Videos erhaltet. Ansonsten bleibt gesund und munter. Bis die Tage!